So, herzlich willkommen. Bei dem Kreisel geht es darum, wir haben ein ganz normales Kreiselsystem und wollen das Ganze als Drehzahlmesser verwenden. Das geht, und zwar folgendermaßen, indem man nämlich, da mal ein bisschen reinzoomen, indem wir hier einfach einen Rahmen machen, der sozusagen die Aufhängung darstellt, und dann ein Gehäuse an diesem vertikalen Rahmen mit einer Drehfeder anbinden, frei drehbar gelagert, und drinnen in diesem Rahmen ist ein rotierendes Teil, und das ist unser Kreisel. Das heißt mehreres, nämlich einerseits heißt es, alles, was nicht dieses Dreierbauteil Kreisel ist, ist masselos, so wie wir das immer machen mit den Rahmen. Und wir haben natürlich für den eigentlichen Kreiselteil eine Relativwinkelgeschwindigkeit und zusätzlich die Führungswinkelgeschwindigkeit, mit der das gesamte System, das Gehäuse, rotiert. Das ist im Wesentlichen das, womit wir es zu tun haben. Und der Schwerpunkt, der liegt da genau in der Schnittachse von unserem Koordinatensystem, also im Ursprung des Koordinatensystems. Und netterweise haben wir wieder Hauptträgheitsmomente gegeben. Und ja, okay, jetzt sehe ich gerade, eine Sache habe ich falsch gesagt. Dieses Gehäuse, in dem der eigentliche Kreisel drinnen ist, ist offensichtlich tatsächlich nicht masselos, sonst hätte es ja keine Hauptträgheitsmomente. Also das schon, das Gehäuse, aber das Gehäuse kann man so gesehen dann zum eigentlichen Kreisel einfach dazu zählen, weil das ja immer sich gleich bewegt. Und zusätzlich rotiert halt drinnen noch der Kreiselteil. Ist im Grunde egal. Es bleibt in Hauptachsenrichtung. Das ist das Wichtige. Ja, und der Kreisel selbst hat natürlich auch Trägheitsmomente, die gegeben sind. Die Feder ist dann entspannt, wenn das Ganze horizontal ruht, beziehungsweise sich horizontal befindet. Und wir kennen die Drehfederkonstante, und wir wissen, dass die Winkelgeschwindigkeit relativ konstant sein muss, und wir wissen, glaube ich, auch, dass ja, die Winkelgeschwindigkeit Omega, ebenfalls da unten steht, konstant sein soll. Also alle Winkelgeschwindigkeiten konstant, und wir schauen uns natürlich den Zustand an, der eintritt, nachdem der Einschwingvorgang beendet ist. Also wir starten nicht das ganze System, weil der Messvorgang, wenn man nämlich als Drehzahlmesser verwenden möchte, Drehzahlmesser klingt so ein bisschen übertrieben für so ein Gerät, was es eher verwenden ist bei einem Schiff zum Beispiel, wenn sie eine Änderung machen, eine Lageänderung am Gewässer, dann können sie natürlich nachmessen, wie stark die Rotation um die Hochachse beispielsweise ausfällt. Und für sowas ist es gedacht, und dann ist es nicht wirklich ein Drehzahlmesser, weil sozusagen das Nachdrehen des Schiffes als Drehzahl zu bezeichnen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist halt eine Messmöglichkeit, diese Lageveränderung zu bestimmen. Deswegen ist die Drehzahl, die man messen möchte, sehr, sehr klein gegenüber der relativen des Kreiselbauteils da drinnen beispielsweise. Und dann zeichnen wir einfach nur die beiden relevanten Dinge, nämlich den Kreisel selbst mit Omega relativ und das Gehäuse, in dem er drinnen ist. Alles andere schneiden wir weg. Die Drehfeder selbst schneiden wir auch weg und zeichnen gleich das resultierende Moment aus der Drehfeder ein. Ja, das machen wir mal. Das ist einmal mein Gehäuse, und das ist der Kreisel da drinnen. Und dann machen wir vielleicht in ein bisschen einer anderen Farbe die Achsen. Ich drehe das Ganze gleich, also das ist in der Angabe schon, so dass es in der jeweiligen Lage im Hauptachsensystem liegt.
Da haben wir xz und y zeigt dann nach hinten. Wo können wir es hinschreiben? Da passt es, glaube ich, her. Genau. Und dann zeichnen wir uns noch vielleicht die horizontalen Lagen ein. Und interessant ist auch die vertikale, weil um die wirkt ja dann die äußere Rotation. Und dann nehme ich Omega relativ hier und lasse es einfach so wirken, wie es eh schon in der vorgegebenen Skizze drinnen ist. Und das Groß-Omega, das machen wir genauso, aber da wissen wir, mit dem Omega vertikal kann man jetzt nicht wirklich was anfangen. Das müssen wir natürlich ins richtige Koordinatensystem legen. Und das richtige Koordinatensystem heißt, ich habe da den Winkel, um den die Feder bzw. das Gesamtsystem verdreht und die Feder dann gespannt ist. Und dann kann man natürlich das Omega hierher projizieren auf die Z-Achse und hier auf die X-Achse. Und dann haben wir da einmal Omega Cosinus Phi auf der Z-Achse und das machen wir so, Omega Sinus Phi entlang der X-Achse. Und dann fehlt uns noch das äußere Moment. Das versucht natürlich, das Ganze wieder zurückzudrehen in die Horizontallage. Das ist unsere Ruhelage gewesen. Und das ist MY, weil es um die Y-Achse dreht. Und nachdem die Y-Achse nach hinten zeigt, dreht es auch so positiv. Ct mal Phi. Federkonstante. Das sollte eigentlich skizzenmäßig alles sein, was wir brauchen. Dann schreiben wir uns einmal hin, was man über den Drehimpuls sagen kann. Ich schreibe jetzt das ganz Triviale nicht hin, nämlich, dass der Drehimpuls klarerweise sich zusammensetzt aus Komponenten in x, y und z-Richtung. Wir fangen vielleicht gleich an mit den einzelnen Komponenten und schauen uns an, was passiert zum Beispiel in die x-Richtung. Was ist die x-Komponente des Drehimpulses? Da haben wir einerseits, wenn wir jetzt noch einmal hier raufschauen, wir haben die Trägheitsmomente, Ix für den Rotor, für den Kreisel und Igx für das Gehäuse. Wir können das verwenden und einfach einmal sagen, okay, ich weiß, der Rotor hat das Trägheitsmoment Ix, der Drehimpuls ist ja Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit und natürlich hat man da das Omega relativ, das wirken muss, aber wir haben nicht nur das Omega relativ, weil wir beziehen uns ja auf unser globales, feststehendes Koordinatensystem, aufs ruhende Koordinatensystem, müssen also hier auch das Groß-Omega mit reinnehmen, und zwar die Komponente in x-Richtung, und das war unser Groß-Omega Sinus Phi. Sieht man hier gerade nicht mehr. So. Ja, das ist die x-Komponente für den Rotor. Jetzt gibt es aber natürlich noch eine x-Komponente für das Gehäuse. Nachdem das Gehäuse auch einen nicht verschwindenden Trägheitseintrag hat, gibt es da genauso was, nämlich Gehäuse, Trägheitsmomentum x. Und das Gehäuse offensichtlich rotiert nur mit der äußeren Winkelgeschwindigkeit Groß Omega. Deswegen hier nicht das klein Omega r noch mitnehmen, sondern nur die Komponente Groß Omega Sinus Phi. Weil der Rotor bewegt sich ja nur innerhalb des Gehäuses. Gut, erster Beitrag. Zweiter Beitrag in y-Richtung. Was passiert in y-Richtung, was die Drehimpulse betrifft? Kurz nachgedacht vielleicht, jeder für sich. Ich hätte gesagt nichts. In y-Richtung gibt es keine Drehimpulse. Es gibt ja keine Winkelgeschwindigkeit um y und deswegen gibt es auch keinen Drehimpuls. Es gibt natürlich ein Trägheitsmoment, aber Trägheitsmoment mal 0 ist ja trotzdem 0.
keine Bewegung um y. Was es um y natürlich sehr wohl gibt, ist das äußere Moment. Das haben wir ja eingezeichnet. Das ist aber nicht im Drehimpuls drinnen. Das kommt dann im Drehimpulssatz extra. Und dann gibt es die Z-Komponente, und die Z-Komponente ist wieder ein bisschen mehr. Sowohl Gehäuse als auch Kreisel haben natürlich hier einen Beitrag, weil sich ja unabhängig davon, dass es keine relative Geschwindigkeit gibt, die äußere Groß-Omega-Cosinus-Phi-Komponente, die wir da in Z-Richtung haben, ja auch auf den Rotor nach innen überträgt. Deswegen muss da auch das Massenträgheitsmoment vom Rotor eine Rolle spielen. Der bewegt sich ja gegenüber des feststehenden Systems mit der Winkelgeschwindigkeit. Und damit haben wir hier Trägheitsmoment des Kreisels, ist IZ, sieht man eh nach oben, und Groß-Omega Cosinus Phi. Und dann natürlich hätten wir das gleich können zusammenfassen, genau das gleiche, nur mit dem Trägheitsmoment für den Gehäuseteil. Das ist IGZ Omega Cosinus Phi. Ja? Und daraus ergibt sich unser Vektor für den Drehimpuls, den wir jetzt auch als solchen hinschreiben, und da fassen wir sinnvoll zusammen. In die x-Richtung lasst sich eh nichts zusammenfassen, da schreiben wir einfach ab. Ix Omega R plus Omega Sinus Phi plus IGX Omega Sinus Phi in x-Richtung, und einen Beitrag, und den kann man jetzt zusammenfassen von links, IZ plus I Gehäuse in Z-Richtung jeweils Omega Cosinus Phi. Ja? Das ist das, was passiert für den Drehimpuls. Alles. Dann nehmen wir vielleicht unsere Skizze wieder mit und überlegen wir uns, was ist mit der Änderung dieses Drehimpulsvektors. Kurz in Erinnerung gerufen, wir brauchen ja für den Drehimpulssatz die zeitliche Änderung des Drehimpulses, und die entspricht unserem äußeren Moment. Unser äußeres Moment kennen wir, das schreiben wir dann später hin. Das ist einfach das Moment der Drehfeder, mehr ist es nicht. Aber wir müssen uns noch darüber Gedanken machen, wie ändert sich eigentlich der Drehimpuls mit fortschreitender Zeit. Also die Ableitung nach der Zeit. Und das kann man natürlich sehr einfach machen, indem man einfach die Ableitung durchführt, stur. Und auch hier wissen wir, es kann im Prinzip zwei Komponenten geben. Es kann nämlich die Komponente geben, wenn man total nach der Zeit ableiten muss, betrachtet immer aus dem global feststehenden Koordinatensystem, dass hier der Teil relevant ist, natürlich eine Änderung des Drehimpulsvektors selbst nach der Zeit, also eine partielle Zeitableitung, die nur das betrifft, was der Drehimpulsvektor an Änderung im Verlauf der Zeit erfährt. Und dann gibt es die zweite Änderung, nämlich die sich darauf bezieht, was das Koordinatensystem tut, während die Zeit verstreicht. Und das ist genau das, was wir immer haben, wo wir immer sagen, das ist die Führungswinkelgeschwindigkeit, nämlich genau, weil die äußere da, die diesen vertikalen Rahmen führt, weil die das Koordinatensystem, das ja immer ein Hauptachsensystem bleiben muss, führt in Bezug auf das global Feststehende. Und deswegen ist diese Komponente da das bekannte Kreuzprodukt, nämlich die Änderung dieses Drehimpulsvektors, der irgendwie ein Vektor ist, während man aufgestellt haben zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesem Koordinatensystem, das wir uns ausgedacht haben.
das wir einfach als Hauptachsensystem haben wollen, damit unsere Trägheitsmomente gleich und konstant bleiben. Aber der Vektor, der ändert sich ja, auch wenn er sich in dem relativen System nicht ändert, trotzdem im globalen System. Nämlich, wenn man wirklich so herdurrt und Sie lassen horizontal das Ganze rotieren, dann wird das so herumrotieren mit dem Groß Omega. Und das ist genau das, was da passiert. Und das ist sehr schön, dass das Rotation heißt. Die Mathematiker wissen schon, warum sie das Rotation nennen, weil das oft tatsächlich halt einer Rotation entspricht. Das ist genau dieses Groß-Omega-Kreuz-Drehimpuls. Okay? Dieser Beitrag da, der ist in dem Fall 0. Warum ist der 0? Naja, weil wenn der Winkel Phi konstant bleibt, ist das Ganze ist sozusagen Groß Omega Cosinus Phi Sinus Phi konstant. Omega war sowieso konstant. Omega relativ ist auch konstant. Und damit kann da nichts mehr anderes passieren, als dass diese ganzen Komponenten konstant bleiben und damit das Null wird. Kann man sich leicht davon überzeugen, indem man die Ableitung einfach macht, die partielle, und dann wird man keinen Beitrag finden, der nicht konstant ist gegenüber der Zeit in dem ganzen Ding. Das heißt, es bleibt uns nur dieser zweite Beitrag über und den muss man halt ausrechnen. Den haben wir ja immer. Gut, wie schaut das aus? Naja, das Groß Omega kennen wir ja schon. Das Groß Omega kann man natürlich noch einmal hinschreiben, aber das ist in x-Richtung Omega Sinus Phi, in z-Richtung Omega Cosinus Phi. Das kann man einfach von der Skizze abschreiben im Wesentlichen. Das mache ich jetzt. Omega Sinus Phi in x-Richtung und beides positiv, Omega Cosinus Phi in z-Richtung. Ja? Und dann müssen wir das Kreuzprodukt machen mit unserem Drehimpulsvektor, den wir da oben aufgestellt haben. Den da. Die Skizze ein bisschen auf die Seiten. Und schreiben den einfach ab. Nämlich Ix Omega R plus Omega Sinus Phi plus Gehäuse in x Omega Sinus Phi. Das Ganze, ja, da fällt mir jetzt eine Klammer. Machen wir es so in x-Richtung und ich mache da außen noch eine geschwungene Klammer für das Kreuzprodukt. Und die zweite Komponente ist dann diese Summe aus den beiden Trägheitsmomenten, Gehäuse und Kreisel, Omega Cosinus Phi, und da oben hat niemand geschimpft, aber ich habe es trotzdem vergessen, nämlich die Z-Komponente gehört da noch hin. Das ist unsere Z-Richtung. Okay, das ist hoffentlich alles, was wir da jetzt hergeschrieben haben, und dann kann man ganz einfach das Kreuzprodukt ausführen. Und dann haben wir da, was haben wir alles? Wir haben x mit x ist natürlich 0, x mit z brauchen wir, z mit x und z mit z ist wieder 0. Das ist eh nett, weil da bleiben genau 2 Beiträge über. Und was man auch schon sieht, wenn man ein bisschen ein geschultes Auge hat, es bleiben nur Beiträge in y-Richtung über. Was natürlich super ist, weil in y-Richtung haben wir das Moment der Drehfeder, das da dagegen wirkt. Dann kriegen wir wirklich einen sinnvollen Drehimpulssatz. Okay, schreiben wir vielleicht die Epsilon-Tensoren hin, einfach um die Kreuzprodukte nicht jedes Mal ausrechnen zu müssen. Also der xz brauchen wir, haben wir gesagt. Das ist dieses erste mit dem zweiten. xzy ist da diese beiden vertauscht. Einmal paarweise vertauschen im y-Tensor, wissen wir, ist ein negatives Vorzeichen. Das heißt, da kommt
dann für diejenigen, die den Epsilon-Tensor noch nie gesehen haben, was ich nicht glaube, wenn es bei mir sind, aber es kommt dann aus dem Kreuzprodukt xz kommt minus y raus, Einheitsvektor. Und dann brauchen wir das zxy und dann schauen wir mal, das ist zyklisch vertauscht. Zyklisch bedeutet bei 3 Indizes zweimal paarweise vertauschen und dann ist das positiv. 2 mal Minus ist natürlich wieder Plus und wir kriegen dann plus y als Einheitsvektor. Gut, dann brauchen wir es nämlich nicht noch einmal machen. Und vielleicht, damit wir es der Vollständigkeit halber haben, wenn wir schon dabei sind, als Alternative gibt es immer noch dieses Kreuzproduktrad oder wie Sie das nennen wollen, also diesen kreisförmigen grafischen Zusammenhang, muss da auch nochmal herschreiben, der im Uhrzeigersinn, im rechtshändigen Koordinatensystem immer ein Plus liefert für das jeweilige Kreuzprodukt und gegen den Uhrzeigersinn ein Minus. Das ist vielleicht einfacher zu merken. Also x kreuz y ist plus z. Y kreuz z ist plus x. X kreuz z ist minus y. Das ist genau das, was wir da links auch haben. Also so können Sie es vielleicht einfacher merken, wer das nicht sowieso tut. Gut, dann führen wir das aus und dann kommt hier einmal ein negatives Ding, weil alle diese Beiträge im Produkt selbst sind positiv. Das Minus kommt da aus dem Kreuzprodukt, minus y, Omega Sinus Phi, das ist die x-Komponente mit dieser z-Komponente da. IZ plus IGZ ist von rechts der Faktor Omega Cosinus Phi. Minus EY, das Minus haben wir schon vorgezogen. Und das andere ist positiv, nämlich das Z mit dem X da. Und das ist dann ein bisschen länglicher, nämlich plus Omega Cosinus Phi. Und dieser ganze Ausdruck Ix Omega R Omega Sinus Phi, ich hoffe, man kann es noch lesen, plus IGX Omega Sinus Phi. Auch das in Y. Das sollte eigentlich alles sein. Und dann kann man das natürlich ein bisschen zusammenfassen. Wenn wir wollen, können wir das, ist ein bisschen weniger Schreibarbeit. Nachdem beides mit Y in Y-Richtung ist, kann man ein Omega Cosinus Phi da rausheben, komplett aus dem ganzen Beitrag und kann das IX Omega relativ extra hinschreiben und diese ganzen Beiträge da mit Omega, IZ, IGZ und Sinus Phi bleibt uns dann über, wenn wir das Cosinus rausheben. Das ist dann alles das Gleiche, nämlich mit dem IZ, IX und IGZ, IGX, das kann man alles in eine Klammer stopfen. Das machen wir vielleicht, dann tun wir uns leichter mit Schreiben. Das wäre dann nämlich einmal ein einziger Beitrag mit der relativen Winkelgeschwindigkeit, das ist der da. Und die anderen haben alle Groß-Omegas, nämlich IX, muss man nur aufs Vorzeichen aufpassen, plus IGX, das ist von rechts, ist positiv, der da und der. Und die anderen beiden, muss man auf das Minus da vorne schauen, sind negativ, nämlich minus IZ minus IGZ. Und die haben alle den Faktor Groß Omega Sinus Phi. Und dann fehlt uns noch ein gemeinsamer Faktor Omega Cosinus Phi.
Ja, in y-Richtung. Das ist einmal unsere Drehimpulsänderung, zeitliche Änderung. Ja, und dann fehlt uns noch die Feder, also das Moment von außen. Äußere Momente schreibe ich, wohlwissend, dass es nur eines gibt, aber machen wir es generisch. Auch hier gilt natürlich, die setzen sich zusammen aus allen möglichen Richtungen, klarerweise schreiben wir gar nicht hin, sondern wir schreiben nur das hin, was wir ohnehin sehen in der Skizze, nämlich dieses rote äußere Moment da. Positiv um die y-Achse von der Feder, also ct mal Winkel in y-Richtung. Mehr gibt es von außen nicht. Es gibt keine Reibung, glücklicherweise, weil sonst wäre es deutlich schwieriger. Und es gibt da sonst nichts. Und hier kann man dann sofort zum Drehimpulssatz gehen und einfach einsetzen. Drehimpulssatz sagt ja nichts anderes als der Vektor der äußeren Momente um einen bestimmten Punkt im System ist gleich der Änderung des Drehimpulses, der zeitlichen Änderung. Also ich drehe es um, weil es irgendwie, ja, was wie schöner ausschaut. Ist natürlich auch Gewohnheitssache, was schöner ist. Geschmackssache. Ich tue den Drehimpulsänderung nach links. Ah. Oh je, da oben ist schon wieder ein Fehler. Diesmal habe ich nichts übersehen im Chat. Da. Das sollte doch wohl ein IGX sein, das zweite. Und kein IGZ. Da. Oder? Schauen wir mal. Ja, genau. Also die positiven sind in X-Richtung beide und die negativen in Z-Richtung. Okay. Und Omega Sinus Phi, Omega Cosinus Phi. Das Y lasse ich jetzt weg, weil es gibt ja nur die Y-Komponente, dann vergleichen wir es gleich skalar. Das brauchen wir jetzt nicht mitschleppen. Und dann steht rechts nur Ct mal Phi. So, und das ist der Drehimpulssatz für das ganze System. Jetzt in dem sehr einfachen Zustand mit alles konstant quasi, also nach dem Einschwingen. Und dann kommt aber ja noch eine Vereinfachung her, nämlich diese da. Die relative, die wir besprochen haben, Schiff. Die relative Winkelgeschwindigkeit vom Kreisel ist sehr viel größer als die wir messen wollen. Weil die äußere, wenn Sie das so aufhängen, das System und das Messgerät nutzen, dann ist diese äußere große Winkelgeschwindigkeit ja die Sie messen wollen. Der Kreisel drinnen rotiert und die Änderung im Koordinatensystem messen. Und dann kann man nämlich noch was vereinfachen, wenn wir das annehmen. Dann gilt nämlich, dass nur dieses Ix Omega R da vorne überbleibt, weil ja offensichtlich der Term da dann sehr viel kleiner sein muss insgesamt als der da vorne. Und wir können in einer guten Näherung sagen, es bleibt nur Ix Omega R mal da diesen Omega Cosinus Phi, den wir rausgezogen haben, übrig. Und der beschreibt einen großen Teil dessen, was dynamisch tatsächlich passiert. Ct Phi. Und dann kann man das umformen auf unsere Größe, die wir messen wollen, nämlich das Groß Omega. Und das ist dann Ct Phi durch Ix Omega R
Cosinus Phi. Und das können Sie machen, weil Sie können ja die Feder wissen's, kennen's, Sie kennen das Trägheitsmoment, Sie kennen die vorgegebene Winkelgeschwindigkeit, mit der es diesen Kreiselteil rotieren lassen. Das ist ja sozusagen ein Konstruktionsparameter, das kann man ja einstellen. Und damit kann man dann den Winkel Phi entsprechend messen, um den sich das Ganze verdreht, das System, und damit rückschließen auf das Groß Omega. Das war's. Und da können Sie sich jetzt auch noch versichern, wenn Sie die physikalischen Einheiten einsetzen, dass da tatsächlich 1 durch Sekunde rauskommt, wenn Sie da entsprechend in die Formel alles einsetzen.